Welche Bögen gibt es? Welche Pfeile passen zu welchem Bogen? Welches Material brauche ich noch zum Bogenschießen? Das sind alles so Fragen, die, wenn man in den Bogensport einsteigt, erstmal total kompliziert wirken. Deswegen machen wir eine neue Serie, genau mit solchen Themen, die vor allem gedacht ist für Einsteiger, vielleicht auch für Fortgeschrittene. Und das Ganze wird präsentiert von der Bogensportwelt, Deutschlands größtem Online-Händler für Bogensportartikel. Ich bin der Thomas und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Videos mit euch. Denn ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache, dass man, wenn man in den Bogensport kommt, hier mit eigenen Augen und aus erster Hand sehen kann, wie was funktioniert, welches Material man braucht und wie man es richtig benutzt. Viel Spaß beim Schauen. Heute geht es übrigens los mit dem Thema, welche unterschiedlichen Bögen es gibt und warum wir die unterscheiden. Ich habe die wichtigsten Bogentypen hier mal bereitgelegt und jetzt gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch, was welchen Bogen auszeichnet. Das hier ist ein Langbogen, ne, kennt man noch aus den Robin Hood Filmen. Im Prinzip eine relativ ursprüngliche Version des Bogens. Das hier ist natürlich eine moderne Interpretation von so einem traditionellen Gerät, das heißt, die Wurfarme und das Sehnenmaterial, das ist alles schon, ich will nicht sagen Hightech, aber natürlich erprobtes und ziemlich haltbares Material. Es ist nicht mehr nur einfach ein Holzstock wie früher. Aber das Besondere an dem Langbogen ist, dass er in der Regel mit Holzpfeilen geschossen wird. Ja? Das hier zum Beispiel ist ein Carbonpfeil. Die sind sehr, sehr haltbar. Die sind alle gleich. Wenn man einen Satz von so Pfeilen kauft, die wiegen das gleiche. Die sind gleich steif. Die kann man sehr gut mit Nocken und mit Federn bekleben und mit Spitzen und so weiter. Und das hier dagegen ist ein Holzpfeil. Holz ist eine natürliche Ressource, das heißt, es ist nicht so gleichmäßig wie Carbon. Und da sind wir schon beim ersten Problem. Wenn ich mit einem Langbogen mit Holzpfeilen schieße, bis ich den richtigen Pfeil zum Bogen gefunden habe und die Abstimmung stimmt, damit das auch alles gut fliegt, das ist ziemlich schwierig. Ja? Deswegen ist der Langbogen in den Wettkampfklassen natürlich der Bogen, wo in der Regel die, sagen wir mal, wenigsten Punkte geschossen werden, beziehungsweise Langbogen und ähnliche Bögen. Ja? Die ganze Abstimmung ist eben nicht so leicht und das Material, es gibt nichts, was mir beim Schießen hilft. Ne? Ich habe keine Zielvorrichtung, ich habe kein Hightech, was mir in den Pfeilen, ja? Das ist alles noch relativ ursprünglich. Ich sag mal, die nächst fortschrittlichere Variante ist ein traditioneller Bogen mit Recurves, also ein traditioneller Recurve-Bogen. Durch die geschwungenen Wurfarme speichert er mehr Energie, schießt in der Regel schnellere Pfeile, man kann auch leichtere Pfeile nehmen meistens und man darf vor allem in den Wettkämpfen, jetzt kommt es, Carbonpfeile benutzen. Und mit Carbonpfeilen habe ich, wie gesagt, allerhand Tuning-Möglichkeiten, ne? Spitzengewicht, Steifigkeit der Pfeile, die Dinger sind alle gleich, ne? Sind alle sehr gleichmäßig und deswegen lässt sich damit schon relativ genau schießen, obwohl ich immer noch relativ wenig Gerätschaft brauche. Sowohl der Recurve als auch der Langbogen wird geschossen mit einem Handschuh oder mit einem Tab. Was man wofür benutzt, welche Vorteile es gibt, dazu machen wir auch mal ein gesondertes Video. Jetzt mal einen Schritt weiter zum nächsten Bogen. Das hier ist jetzt ein Recurve-Bogen. Den kann ich erstens mit einem Stabi versehen. Das macht den Schuss natürlich stabiler. Ein bisschen mehr Gewicht in der richtigen Richtung. Ich kann mir überlegen, welche Wurfarme ich daran mache. Schnellere mit mehr Zuggewicht oder mit weniger Zuggewicht, wenn ich zum Beispiel Anfänger bin. Die ganze kann ich austauschen, denn hier habe ich so eine Schraube. Dann mache ich die raus und rein. Wie das alles geht, zeige ich auch noch. Ich kann auch wieder Carbonpfeile nehmen und ich kann hier eine Pfeilauflage anbringen, also ein technisches Gerät, mit dem es mir noch leichter fällt, Bogen und Pfeile in Abstimmung zu bringen. Denn das ist letzten Endes das Geheimnis, wenn ein Setup gut funktioniert. Der Bogen passt zu mir und die Pfeile passen zum Bogen und dann trifft man auch. Die nächste Variante oder der nächste Schritt in Richtung Hightech ist der sogenannte Compound-Bogen. Das hier ist ein Compound-Bogen.
Compound heißt eigentlich zusammengesetzt, das heißt, ich habe biegsame Wurfarme und ich habe Rollen auch dran. Die Rollen übersetzen die Kraft, das heißt, die Pfeile, die so ein Bogen schießt, sind unglaublich schnell. Und er hilft mir natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise sehr, sehr genau zu schießen. Einerseits habe ich eine aufwendige Zielvorrichtung dran, hier mit einem richtigen Zielfernrohr, wenn man so möchte, das Ganze heißt Scope. Ich habe jede Menge Stabilisationsmöglichkeiten. Ja? Ich habe einen langen Stabi vorne, den ich ranschrauben kann, den kann ich auch abschrauben. Ich habe einen relativ kurzen Stabi nach hinten dran, der als Gegengewicht dient, damit der Bogen ruhig hält im Ziel. Und das Ganze wird geschossen nicht mit einem Handschuh oder mit einem Tab, sondern mit so einem sogenannten Release, also einer Lösehilfe, mit der ich hier hinten in eine kleine Schlaufe reingehe, den Bogen ausziehe und dann fast überhaupt keine Fehler mehr von der Hand auf die Sehne übertrage, wenn ich den Schuss löse. Und das Ganze macht den Schuss natürlich, oder das Benutzen von so einem Compoundbogen, zu einer sehr, sehr genauen Angelegenheit. Warum werden diese Bogentypen so genau unterschieden? Naja, es geht natürlich in Deutschland vor allem darum, im Wettkampf Chancengleichheit herzustellen. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich mit so einem Hightech-Gerät gegen jemanden antrete, der so einen traditionellen Bogen schießt. Der wäre dann im Nachteil. Und deswegen gibt es bei den verschiedenen Verbänden sehr strenge oder sehr klare Regularien, mit welchem Zubehör man in welche Bogenklasse fällt. Und wer an Wettkämpfen teilnehmen möchte, dem empfehle ich, bei den Wettkampfordnungen vom DSB oder vom DFBV mal zu schauen, welcher Bogen in welche Klasse fällt. Ansonsten ist die Wahl von einem Bogen im Prinzip auch eine ästhetische Entscheidung. Also was gefällt mir? Sehe ich mich eher mit so einem Hightech-Gerät, wo ich sehr präzise arbeiten kann, ja, wo es um jedes Fitzelchen geht. Jeder Millimeter der Pfeilauflage, die richtig eingestellt ist oder nicht, entscheidet darüber, ob das Setup nachher gut funktioniert. Wem sowas Spaß macht und wer sich vorstellen kann, sich damit auch zu befassen, für den ist so ein Compoundbogen natürlich genau das Richtige. Denn da kann man sich, wenn man technikbegeistert ist, richtig austoben. Wer es ein bisschen einfacher mag oder wer einfach auch Bogenschießen als etwas begreift, bei dem man mit sehr einfachen Mitteln schon etwas erreichen kann, für den ist vielleicht so ein Langbogen oder auch so ein traditioneller Recurve-Bogen das Richtige. Denn da hat man relativ wenig mit sich rumzutragen und trotzdem kann man schon an allen möglichen Wettkämpfen teilnehmen oder eben am Bogensport teilhaben und sich mit den Leuten austauschen, die vielleicht das gleiche Material schießen oder ähnliches Material. Das heißt, die Wege in den Bogensport sind vielfältig und ich erlebe es oft, dass jemand anfängt mit einem traditionellen Bogen und irgendwann vielleicht ein bisschen weiter in diese ganze technische Bogensportausrüstung einsteigt und am Ende des Tages vielleicht wirklich hier mit dem Compound unterwegs ist. Aber wie gesagt, da würde ich mir auch als Anfänger nicht zu viel Druck machen. Natürlich macht das Spaß, wenn man sagen kann, das ist jetzt meine Art und Weise, Bogen zu schießen, aber eigentlich ist die Stärke des Sports genau die, zu sagen, es gibt für jeden was. Ne? Und ich kann es mir aussuchen, wie ich was benutzen möchte. Heute geht es um das dominante Auge.